Die Trump-Administration hat ein außenwirtschaftliches Konzept skizziert, das auf eine Neugestaltung des globalen Handels- und Finanzsystems abzielt. Kerngedanke dieses Ansatzes: Staaten, die unter dem Schutz der USA stehen wollen, sollen dafür wirtschaftliche Gegenleistungen erbringen. Dieser Beitrag beleuchtet die geopolitischen Dimensionen des Plans, analysiert seine ideologischen Wurzeln und zeigt, welche strategischen Überlegungen dahinter stehen. Es geht um eine Abkehr vom traditionellen Globalismus hin zu einer stärker machtbasierten Weltordnung, in der Handelsbeziehungen, Währungsfragen und Sicherheitspolitik eng verflochten werden. Ideologische Wurzeln, Kritik am Globalismus und Buchanans Einfluss. Ein wichtiger ideologischer Ursprung von Trumps Ansatz findet sich im paläokonservativen Lager, insbesondere in den Schriften von Patrick J. Buchanan. Buchanans Buch The Death of the West, deutsch Der Tod des Westens aus dem Jahr 2002, prangerte die Globalisierung und den vermeintlichen Verfall westlicher Werte an. Darin zeichnete Buchanan ein Bild von westlichen Eliten, deren Interessen den nationalen Werten entgegenstehen. Er formulierte provokativ: Der globale Kapitalist und der wahre Konservative sind wie Kain und Abel. Und er prophezeite, dass der von Eliten getriebene Globalismus letztlich am Riff des erstarkenden Patriotismus zerschellen werde. Diese skeptische Haltung gegenüber multilateralem Freihandel und kosmopolitischer Politik floss in die America-First-Rhetorik ein, mit der Donald Trump im Wahlkampf auftrat. Wie Beobachter feststellen, hat Trump Buchanans Warnung vor einem Niedergang des Westens instinktiv aufgegriffen. Weniger durch Studium der Texte als durch ein Gespür für den populären Unmut über Globalisierung. Der Antiglobalismus wurde somit zu einem Markenzeichen von Trumps Politik. Globalisierung am Limit: Hal Brands Deutung von Trumps Weltbild. Der Politikwissenschaftler Hal Brands analysierte in der Zeitschrift Foreign Affairs die strategische Neuausrichtung unter Trump. Brands zufolge hat Trump erkannt, dass die Globalisierung zu weit gegangen sei und den USA sicherheitspolitisch Nachteile eingebracht habe. Insbesondere die Einbindung autoritärer Staaten wie China in die Weltwirtschaft habe diese nicht zu liberalen Partnern gemacht, sondern im Gegenteil Diktatoren gestärkt, die nun die USA herausfordern. Aus Brands Sicht zog Trump daraus den Schluss, dass Amerika seine Interessen nur wahren kann, wenn es die globale Verflechtung in gewissen Bereichen zurückdreht und strategische Vulnerabilitäten reduziert, etwa die Abhängigkeit Europas von russischer Energie oder die Verstrickung westlicher Infrastrukturen mit chinesischer Technologie. Zugleich betont Brands, Trump habe instinktiv begriffen, dass Ordnung aus Macht resultiert. Im Gegensatz zu liberalen Internationalisten, die auf Regeln und Institutionen setzen, denkt Trump in Nullsummenkategorien. Er sieht die USA als über Jahrzehnte von Verbündeten und Rivalen ausgenutzt. Die Bewahrung der internationalen Ordnung hängt in seinem Weltbild daher unmittelbar von harter Macht und Durchsetzungsfähigkeit ab. Dieses Motto „Macht schafft Ordnung“ spiegelt sich in Trumps Forderung wider, Alliierte stärker in die Pflicht zu nehmen und notfalls unilateral amerikanische Stärke einzusetzen. In der Praxis bedeutete dies, Verbündete offen unter Druck zu setzen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, während Rivalen wie Iran und China mit maximalem Druck begegnet wurde. Brands beschreibt diese Haltung als Realismus der harten Schule.
Anstatt weiter die liberale Weltordnung zu globalisieren, verlegte sich Washington unter Trump darauf, eine Machtbalance herzustellen, die die Errungenschaften dieser Ordnung gegen aggressive Herausforderer verteidigt. Denkfabriken und Strategie. Verzahnung von Politik, Wirtschaft und Militär. Beobachter vermuten, dass hinter Trumps Ansatz strategische Überlegungen aus konservativen Denkfabriken stehen. Tatsächlich haben Vordenker aus Trumps Umfeld, teils in Thinktanks wie dem Manhattan Institute oder der Heritage Foundation, Konzepte entwickelt, die Außenpolitik, Handelspolitik und Sicherheitspolitik zusammenführen. Ein Beispiel liefert der Ökonom Stephen Meehan, der schon als Berater im US-Finanzministerium während Trumps erster Amtszeit diente. Meehan veröffentlichte 2024 eine Studie mit dem Titel A User's Guide to Restructuring the Global Trade System, etwa Bedienungsanleitung zur Umgestaltung des globalen Handelssystems. Darin skizziert er detailliert, welche Maßnahmen eine zweite Trump-Regierung ergreifen könnte, von umfassenden Schutzzöllen über Währungsmanipulation bis hin zu Konsequenzen an den Finanzmärkten. Dieser strategische Entwurf, so betont Meehan, sei kein offizieller Plan, sondern solle die Bandbreite des Möglichen aufzeigen. Dennoch signalisiert er, in welche Richtung konservative Strategen denken. Handelspolitik, etwa Zölle, wird als Instrument der Außenpolitik gesehen. Währungspolitik, zum Beispiel ein gezielt schwächerer Dollar, als Teil der Wettbewerbsstrategie. Und Bündnispolitik wird an Bedingungen geknüpft. Dass solche Ideen Gehör fanden, zeigt Meehans eigener Werdegang. Kurz nach Erscheinen seines Berichts nominierte Trump ihn zum Vorsitzenden des Council of Economic Advisors im Weißen Haus. Es deutet darauf hin, dass Trumps Team gewillt war, eine ganzheitliche Neuordnung anzugehen, gewissermaßen eine konservative Grand Strategy, die ökonomische und militärische Macht verzahnt. Ein in Fachkreisen diskutierter Planentwurf schlägt etwa vor, einen exklusiven Sicherheitsbereich der USA zu definieren, in dem Verbündete sich engagieren müssen. Die Leitidee hinter diesem Konzept? Das US-Sicherheitsnetz wird als globales öffentliches Gut betrachtet, dessen Finanzierung von den Nutznießern, den Alliierten, mitgetragen werden muss. So sollen Länder, die vom Schutzschirm der USA profitieren, verpflichtet werden, verstärkt in US-Staatsanleihen zu investieren. Gewissermaßen Schutzgeld in Form der Finanzierung des US-Haushalts. Wer sich weigert, die wirtschaftlichen Bedingungen zu erfüllen, würde durch Strafzölle quasi ausgesperrt, draußen vor dem Zaun der Sicherheitsgemeinschaft gehalten. Diese Verschmelzung von ökonomischem und militärischem Druck ist beispiellos und trägt unverkennbar die Handschrift neuer konservativer Strategen. Der US-Dollar als Machtfaktor. Konflikt zwischen Industrie- und Finanzsektor. Zentral für Trumps Neuordnungspläne ist die wirtschaftliche Rolle des US-Dollars. Der Dollar ist nicht nur amerikanische Währung, sondern auch das Rückgrat des globalen Finanzsystems. Von Zentralbankreserven bis zum internationalen Handel wird er als Leitwährung genutzt. Diese Dominanz verschafft den USA immense Vorteile. Sie können hohe Defizite finanzieren, da andere Nationen bereitwillig Dollar- und US-Schuldtitel halten, und die Wall Street profitiert von Kapitalströmen in den amerikanischen Markt. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite, die lange vernachlässigt wurde. Ein starker Dollar verbilligt Importe und stärkt die Finanzmacht der USA, schadet aber der Exportindustrie und fördert die Abwanderung von Produktionsstätten. Hier liegt ein Interessenkonflikt zwischen der Finanzbranche und der industriellen Basis der USA.
Trumps America First-Denken stellte sich klar auf die Seite der industriellen Wertschöpfung und der Arbeitnehmer im Rust Belt. So argumentierte Stephen Meehan, die Jahrzehnte währende Kombination aus US-Wirtschaftshilfe und Militärschutz für andere Länder habe einen überbewerteten Dollar zur Folge gehabt, mit chronischen Handelsdefiziten und einer Auszehrung der amerikanischen Industrie als Ergebnis. Anders ausgedrückt: Indem die USA für Sicherheit und Marktstabilität weltweit sorgten, konnten Handelspartner florieren und Kapital in die USA lenken, was den Dollar hochhielt. US-Exporte wurden dadurch teuer und die heimische Produktion geriet unter Druck. Trumps Kurswechsel zielte daher darauf ab, diese Dynamik umzukehren. Eine Schwächung des Dollars, bislang fast ein Tabu in Washington, wurde offen erwogen, um die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Waren zu erhöhen. Dieses Anliegen kollidierte mit den Interessen der Finanzmärkte, die traditionell an einem starken Dollar und freien Kapitalverkehr interessiert sind. Der Plan der Trump-Administration versucht hier einen Ausgleich. Die Dollardominanz soll als Hebel genutzt werden, um Partner zur Kooperation zu zwingen, während zugleich seine Überbewertung korrigiert wird. Es ist ein heikles Balancespiel zwischen Wall Street und Main Street, zwischen globaler Finanzmacht und nationaler Industriepolitik. Der Mar-a-Lago-Akkord: Wechselkurse als Verhandlungssache der Sicherheitspolitik. In Finanzkreisen kursiert inzwischen der Begriff Mar-a-Lago-Akkord, angelehnt an Trumps Anwesen in Florida, für ein Szenario, in dem die USA eine neue internationale Übereinkunft à la Plaza-Abkommen von 1985 anstreben. Allerdings wäre dieses Abkommen anders gelagert. Es ginge nicht nur um koordinierte Wechselkursanpassungen, sondern um ein Paket aus Währungs-, Schulden- und Sicherheitsvereinbarungen. Der Name signalisiert, dass es sich vorerst um kein offizielles Abkommen handelt, sondern um eine konzeptionelle Vision. Dennoch wird diese Idee auf Wall Street aufmerksam verfolgt. Analysten wie Zoltan Pozsar, ehemals Credit Suisse, skizzieren, wie ein solches Abkommen aussehen könnte. Die USA könnten eine gezielte Abwertung des Dollar anstreben, um ihre Schuldenlast real zu verringern und die Konkurrenzfähigkeit zu steigern. Gleichzeitig würden sie andere Länder in die Pflicht nehmen, sich finanziell an der Stabilisierung des Systems zu beteiligen. Konkret bedeutet das, wirtschaftliche Politik eng an sicherheitspolitische Ziele zu knüpfen. Handels- und Währungsinstrumente sollen direkt die US-Verteidigungsstrategie stützen. So würden beispielsweise Verbündete zur Kasse gebeten, indem sie im Gegenzug für amerikanische Sicherheitsgarantien verstärkt in US-Staatspapiere investieren. Pozsar schlägt vor, dafür sogar spezielle ultralangfristige Anleihen, etwa 100-jährige nicht handelbare Century Bonds, aufzulegen, die von Partnerländern gehalten werden. Der Gedanke dahinter: Alliierten Staaten wird ermöglicht, sich in die US-Schuldenfinanzierung einzukaufen und dadurch ihre Loyalität zu demonstrieren. Im Falle eines Notfalls könnten die USA diesen Ländern Liquidität bereitstellen, aber zunächst binden sie deren Kapital ein System gegenseitiger Abhängigkeit. Dieses Konzept erinnert an Bretton Woods und das Plaza-Abkommen, doch es geht noch weiter. Es verlangt ein Neujustieren der Wechselkurse im Lichte sicherheitspolitischer Bedürfnisse. Beispielsweise könnte Japan oder Deutschland, beide auf den militärischen Schutz der USA angewiesen, im Rahmen eines Mar-a-Lago-Akkords gedrängt werden, eine Aufwertung ihrer Währung gegenüber dem Dollar hinzunehmen oder direkt durch Schuldenaufkäufe den Dollar zu stützen, um amerikanische Exporte zu erleichtern. Trumps Team betrachtet solche finanziellen Eingriffe offenbar als Schlüsselelement einer neuen Weltordnung.
Die Devise lautet, wirtschaftliche Stärke und militärischer Schutz werden verhandelt wie in einem Geschäft. Die Zeiten, in denen die USA Sicherheit quasi gratis bereitstellten, seien vorbei. Für Aufsehen sorgt etwa der Vorschlag, Zölle als Druckmittel einzusetzen, sollten Partnerländer nicht willens sein, ihre Rolle im neuen Währungs- und Sicherheitssystem zu spielen. Dies verleiht dem gesamten Ansatz eine harte Note. Es ist ein Dealangebot mit dem Unterton einer Drohung. Pay-for-Face-Penalty könnte man es überspitzt nennen. Freund, neutral oder Feind. Neue Kategorisierung von Staaten und ihre Konsequenzen. Im Zuge dieser Strategie zeichnet sich eine klare Kategorienbildung ab, wie die USA andere Staaten einordnen. Stephen Mewan und andere Strategen sprechen davon, Länder in 3 Gruppen zu scheiden: Freunde, Neutrale oder Feinde der USA. In Trumps Außenwirtschaftsdenken erhält jede Kategorie unterschiedliche Vorrechte oder Nachteile. Freunde, das wären enge Verbündete, die sich explizit zu den USA bekennen, sollen weiterhin umfassenden Schutz genießen, etwa den vollen Rückhalt durch das US-Militär und den nuklearen Schirm. Allerdings müssen sie dafür auch spürbar mehr leisten, etwa höhere Verteidigungsausgaben oder finanzielle Beiträge zur US-Sicherheit erbringen, wie beschrieben durch den Kauf von US-Staatsanleihen. Neutrale Staaten, die sich weder klar auf die Seite Washingtons schlagen, noch aktiv dagegen stellen, würden weitgehend auf sich gestellt bleiben. Sie könnten nicht mit automatischem Schutz rechnen, würden aber auch nicht unmittelbar bestraft. Man könnte es als kühles Desinteresse der USA beschreiben. Feinde schließlich, damit sind rivalisierende Mächte oder feindselige Regime gemeint, müssten sich auf entschiedenen Druck einstellen, sei es in Form von harten Wirtschaftssanktionen, Strafzöllen, Finanzblockaden oder notfalls auch militärischer Abschreckung. Diese Dreiteilung der Welt spiegelt Trumps transaktionales Denken wider. Jeder Staat muss sich positionieren. Ein Dazwischen wird schwieriger. Wer von den USA nichts kauft, im wörtlichen wie übertragenen Sinne, dem wird auch nichts geschenkt. Im Gegenteil. Ein durchgesickertes internes Dokument der US-Regierung, über das die New York Times berichtete, zeigt exemplarisch, wie eine solche Einteilung praktisch aussehen kann. Laut dem Bericht plant Washington, Länder in 3 Klassen einzuteilen, an die gestaffelte Bedingungen geknüpft werden. Auf einer roten Liste stehen dabei Staaten, insgesamt 11 Länder wie Iran, Nordkorea oder Syrien, für die strikte Sanktionen und Einreiseverbote gelten. De facto die Feindekategorie. Eine orange Liste umfasst Länder, etwa 10 Staaten, bei denen zwar weiterhin Beschränkungen greifen, beispielsweise Einreiseverbote für Touristen und Migranten, doch wirtschaftlich bleibt man selektiv offen. Wohlhabende Geschäftsleute aus diesen Nationen dürften weiterhin in die USA reisen. Hier zeigt sich der ökonomische Kalkül. Man will den Kontakt zu Kapital und Investitionen nicht vollkommen kappen, auch wenn man sicherheitspolitisch misstrauisch ist. Die dritte Gruppe bildet die gelbe Liste mit rund 22 Ländern, die als wankelmütige Partner gelten. Ihnen wird eine Frist gesetzt, um bestimmte Sicherheitsauflagen zu erfüllen, etwa im Austausch von Geheimdienstinformationen, in der Passkontrolle oder der Kooperation bei Grenzsicherungsmaßnahmen. Erfüllen Sie diese Auflagen nicht, droht ihre Herabstufung in eine schärfere Kategorie mit entsprechend negativen Konsequenzen. Diese durchgestochene Planung, die vor allem visapolitisch motiviert ist, verdeutlicht das Schema. Belohnung oder Bestrafung nach Maßgabe amerikanischer Interessen. Staaten werden explizit danach bewertet, ob sie als verlässliche Freunde gelten, als unbedeutende Neutrale oder als problematische Gegner. Und die wirtschaftlichen wie sicherheitspolitischen Spielregeln werden dementsprechend angepasst. Fazit: Einordnung einer machtpolitischen Handelsoffensive.
Der Plan der Trump-Administration zur Umgestaltung des globalen Handels- und Finanzsystems markiert eine deutliche Abkehr von bisherigen Prinzipien der US-Außenpolitik. An die Stelle von Multilateralismus und globalen Regelwerken tritt ein robuster Bilateralismus. Die Beziehungen zu jedem Staat sollen neu verhandelt werden, basierend auf einem einfachen Prinzip: Leistung gegen Gegenleistung. Geopolitisch bedeutet das eine Weltordnung, in der die USA offen ihre Schutzmachtrolle monetarisieren. Für Verbündete heißt das: Schutz gibt es nicht mehr umsonst, sondern nur noch gegen greifbare Zugeständnisse, sei es durch Marktöffnungen, Wehrbeiträge oder Finanztransfers. Für Rivalen heißt es umgekehrt: Wer Amerikas Vormacht herausfordert, muss mit ökonomischer Vergeltung rechnen. Ideologisch wurzelt dieser Ansatz in einer konservativen Skepsis gegenüber dem entgrenzten Globalismus der vergangenen Jahrzehnte. Aus Sicht seiner Verfechter hat die Entkopplung von Markt und Macht den Westen verwundbar gemacht. Trumps Politik versucht diese Lücke zu schließen, indem er Machtpolitik und Wirtschaftspolitik verzahnt. Die Rolle des US-Dollars, einst Symbol einer liberalen Weltordnung, wird in diesem Konzept zum Hebel, um Allianzen neu auszubalancieren. Der Dollar bleibt Dominator, aber künftig soll er, so die Idee, Amerikas Industrie nützen, nicht nur der Wall Street. Ob ein solcher Plan aufgeht, ist freilich umstritten. Kritiker warnen: Dies könnte die Nachkriegsordnung vollends zerstören und zu neuen Spannungen führen. Doch aus neutral-analytischer Sicht spiegelt Trumps Vorstoß vor allem eines wider: eine neue Realitätswahrnehmung in Washington. Globalisierung wird nicht länger als schicksalshafter Prozess gesehen, sondern als Gestaltungsaufgabe, bei der harte Macht wieder eine zentrale Rolle spielt. Ordnung, so scheint die Lehre, entsteht nicht von selbst durch Verträge. Sie muss erarbeitet und erzwungen werden. Trumps Neuordnungsideen zwingen Verbündete und Gegner gleichermaßen, ihr Verhältnis zur amerikanischen Führung neu zu definieren. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob dieses handelspolitische Machtspiel zu einer stabileren Pax Americana 2.0 führt oder ob es die Bruchlinien in der internationalen Politik weiter vertieft. Nun zu dir. Wie sollte Europa mit der neuen Pax Americana umgehen? Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, gib ihm ein Like. Und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.